Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder zu einer frisch gepressten Ausgabe. Wir haben heute wieder viele Themen für euch vorbereitet. Ich versuche gerade den Beitrag zu pinnen. Das ist geklappt und hat geklappt, und zwar mit der Frage des Tages. Aber alles zu seiner Zeit. Skytrax hat wieder seine Awards bekannt gegeben. Wir werden mal ein paar so uns anschauen, und da bin ich mal gespannt, was ihr kommentiert, und da ist auch die Frage des Tages wichtig. Und zwar einmal, die Gewinner stehen fest. Was haltet ihr von Skytrax? Ist das ein Maßstab, den ihr irgendwo auch seht und sagt, dem vertraue ich? Und dann weiter natürlich thematisch ist es so, dass wir dann auch anschauen wollen, sind die Gewinner echte Gewinner oder ist da vielleicht irgendwas anderes im Argen? Dann haben wir etwas im Bereich Terrorabwehr und warum wir als Passagiere quasi gläsern werden, wenn wir innerhalb der EU fliegen oder aus der EU rausfliegen. Also rausfliegen im Sinne von, wir fliegen und dürfen zurück und nicht, dass man uns rausschmeißt. Dann haben wir noch ein Thema Gewitter und die wunderbare Übung der NATO, die Air Defender 23. Gestern Chaos am Frankfurter Flughafen. Weiter geht es natürlich, die Flughäfen versichern uns täglich fast, dass es keine Probleme gibt im Sommer. Lufthansa hat die Air Plus verkauft. Da gebe ich euch meine ganz persönliche Air Plus Geschichte. Und Sicherheitsmitarbeiter warten auf Geld, zwar nur auf kleinen Flughäfen, aber wenn das Mode wird, ist das auch ein Problem. Condor hat ein Problem mit Flügen nach Punta Cana. Und wir haben Qatar Airways, und Qatar Airways hat wieder eine Promotion, aber nur, wenn ihr gemeldet seid in Asien. Und wir haben einen Deal, der wie gestern genauso abgehauen ist. Das finde ich immer wieder amüsement. Nichtsdestotrotz ist es so, dass wir ihn euch auch geben, und zwar ist das der One World Deal, der aus Deutschland in die USA geht. Der startet irgendwo bei 1.249 Euro. Ich habe euch für 1.699 Euro San Jose rausgesucht. Ich habe es aber komischerweise gar nicht mit den Entfernungen und so gemacht. Naja, nun gut. Man kann nicht alles haben. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, unten weiter zu kommentieren und natürlich auch denkt über eine Kanalmitgliedschaft nach, T-Shirt kaufen. Wir haben mittlerweile so viele Möglichkeiten, wie ihr den Kanal unterstützen könnt. Spannend ist auch für einige vielleicht von euch die Geschichte, wie ihr mit dem Business Class Mitgliedschaft eventuell mit mir fliegen könnt. Wir werden da regelmäßig was machen. Es wird ab Business Class da richtig Spaß geben. So, dann haben wir noch eine Last-Minute-Geschichte, die wollte ich auch nochmal sagen. Bei SAS Eurobonus gibt es Einlösungen nach Europa mit einem Rabatt. Ja, das ist das. Warm ist es auch, temperaturmäßig kann ich euch das nicht sagen. Ich schwitze mir hier so einen Otter ab, extra noch vorher geduscht, aber man kann nicht alles haben. So, dann geht das auch schon mit der Sendung los. Und zwar, da gehen wir direkt auf die 4 Minuten 40 habe ich für mein Intro gebraucht, das ist aber lang. Gehen wir auf die Skytrax. Man wundert sich immer wieder selber, wie viel man labert. Da gehen wir doch mal auf die Skytrax Webseite, die nennt sich bei dem ganzen Spektakel hier, da habt ihr es, ich ziehe mein Bild mal irgendwo hier hin. Da habt ihr es, die Awards World Best Airlines, und dann gibt es hier oben die Gewinner. Und dann gucken wir uns mal die Gewinner an. Best in First Class 2023, TamTam, Singapore Airlines, ich muss wieder auf die andere Seite, sorry Leute, aber so ist das nun mal. Air France und Nippon, Swiss ist Nummer 4, Emirates ist Nummer 5, was ich natürlich beides nicht verstehen kann. Cathay ist 6, Lufthansa ist 7, Japan ist 8, also Airlines, British Airways 9, Korean 10. Ich will da gar nicht weiter durchgehen. Lustig, da bin ich mal gespannt, wie ihr das kommentiert und was ihr davon haltet. Dann gehen wir doch mal und schauen uns mal die Gewinner an in der Business Class. Da haben wir Tada, Qatar Airways, Singapore Airlines, Emirates, ANA,
Delta, Virgin, Air France, Hainan, Cathay Pacific und Etihad. Da ist nichts mit Lufthansa. Lustig. Dann geht es weiter in der Premium Economy. Gucken wir mal, ob da Lufthansa was geworden ist. Nö, da ist auch Singapore Airlines und so weiter. Lufthansa wäre an Position Nummer 11. Ja, unglaublich. Dann gehen wir nochmal in die Economy Class, einfach der guten Vollständigkeit halber. Japan, Qatar, Singapore, Emirates, Virgin, Turkish, Cathay, EFA, ANA, Hainan. Gucken wir weiter, ob Lufthansa irgendwo kommt. Nö, unter den 20 ist es nicht. Den besten Sitz hat übrigens auch Japan Airlines. Auch lustig. Natürlich, wenn sie die beste Economy Class haben, werden sie wohl auch den besten Sitz haben. Würde ja sonst keinen Sinn machen. Und jetzt gucken wir mal einfach die beste Cabin Crew. Da seht ihr dann, Garuda hat gewonnen, Singapore, ANA, EFA und so weiter. Aber es gibt dort mit 17, das wäre Austrian Airlines. Es gibt aber auch dann Europa und seht und höret, Lufthansa-Konzern, erster Platz mit Austrian. Also doch nicht so schlimm, wie man denkt. Dann gehen wir mal weiter und gucken mal Best Airline by Region. Dann haben wir hier Afrika, lassen wir mal alles weg mit Asien. Wir interessieren uns ja nur für Europa, weil das ist ja das, wo wir Schmerzen haben. Turkish Airlines, Air France, Swiss, Iberia, British Airways, Lufthansa an Nummer 6, 7 Virgin Atlantic, 8 Finnair, KLM auf 9 und Austrian Airlines auf 10. Ist ja derselbe Sitz, dasselbe Produkt. Deshalb verstehe ich da jetzt nicht so ganz, wie das Thema ist bei der Lufthansa und der Austrian, dass die da so weit auseinander sind und mit der Swiss dann an Nummer 3. Anscheinend hat man sich dann doch vom Essen treiben lassen. Aber wenn es beim Essen gewesen wäre, dann hätte ja Austrian vor der Lufthansa sein müssen. Ja, sehr schwierig, was da alles passiert. Und wir gucken uns nochmal an die Gewinner. Was haben wir denn noch? Airport Lounges, Independent Airport Lounges, Plaza Premium in Rom, Pearl Lounge in Bahrain, Iga Lounge in Istanbul. Das sind doch mal Sachen, die man relativ cool findet, aber nichts, was bei uns irgendwo in der Nähe wäre, außer Rom. Aber Plaza Premium heißt für uns, da müssen wir mal hin und müssen mal gucken, warum die Besten sind. Und haben wir dann noch eine Kategorie, gucken wir uns einfach mal nochmal World's Best Airlines nochmal an, damit wir wirklich wissen, wo es drum geht. Singapore Airlines, dann kommt Qatar Airways, All Nippon, Emirates, Japan Airlines, Turkish Airlines, Air France, Cathay Pacific, EFA, Korean und damit war es das schon, 10 Plätze. Wichtig für euch, wenn ihr das selber gucken möchtet, dann geht auf worldairlinesaward.com und da seht ihr dann genau dieselbe Aufstellung, die ich auch habe. Und dann könnt ihr da natürlich gerne schauen und euch euren Favoriten aussuchen und schauen, ob das alles gerecht gewesen ist, ob das alles so ist, wie man sich das vorstellt bei einem Gewinn, dass die Gewinner auch ordentlich ausgewählt wurden oder ob es da vielleicht um Pinke geht. Ich weiß es nicht. Ich habe da vieles gehört. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu schreibt. Wir können einfach mit dem nächsten Thema weitermachen, denke ich mal. Skytrax haben wir abgearbeitet und da haben wir dann das Thema mit der EU, die sich als Snitch bedient im Rahmen der Terrorabwehr. Und die Terrorabwehr ist natürlich immer wieder ein scharfes Schwert im Sinne von unsere Rechte einzuschränken. Ich persönlich habe kein Problem, meinen Pass zu zeigen, aber ist es sinnvoll, dass man jetzt von den EU-Passagieren, die innerhalb der EU fliegen, die Flugdaten übermitteln muss. Also Fluggesellschaften sollen den EU-Staaten sagen, wer wann wo geflogen ist. Und es ist so, dass man damit natürlich unter anderem Terrorismus, schwere Kriminalität bekämpfen will. Und zu den erhobenen Daten gehören Sachen wie Name, Nationalität, Geburtstag, Infos zum Gepäck und die Frage, ob dadurch flächendeckend Passkontrollen nötig seien, sagte ein Sprecher der deutschen Presseagentur. Niemand wird verpflichtet am Flughafen, und jetzt kommt's, am Flughafen an den Check-in-Schaltern zu gehen. Check-in und die Erfassung der Daten kann auch online passieren.
Moment. Also das heißt, ich gebe meine Daten irgendwie selber ein und dann ist der Karl-Peter Müller auch der Karl-Peter Müller, der fliegt? Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich kann euch sagen, ich bin mit verschiedensten IDs durch die Welt geflogen. Ich habe meinen arabischen Führerschein gezeigt aus Ras El Khaimah. Ich habe meine Emirates ID gezeigt. In Barcelona, glaube ich, war das. Und in der Schweiz wurde ja auch nochmal gefragt. Da steht groß hinten fett drauf, not for travel. Ja. Das heißt, die wissen ja gar nicht, wie die Dokumente ausgehen. Worauf ich hinaus will, ist einfach, das waren Government-Issued IDs. Das heißt also, das ist alles von Regierung ausgegeben worden. Aber die wissen noch gar nicht, wie die alle aussehen. Und ich finde es schwierig. Aber nun gut, so ist das im Rahmen der Terrorabwehr. Und es müssen halt noch die genauen Regeln ausgehandelt werden. Wundert euch nicht, wenn ihr wie Schwerkriminelle dort behandelt werdet. Und dann kommt jetzt nochmal der Knüller. Und das ist eigentlich, was der Kollege Johansson im Dezember schon sagte. Aber Kriminelle buchen sehr oft viele Tickets für viele Flugzeuge, sodass es schwierig ist zu sehen, wohin sie eigentlich fliegen. Also, ja, mehr Fallstricke als nötig. Auch hier euer Kommentar gefragt. Bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ach, ist das warm, du. Ich krieg hier unter die Bubis-Sweat, also hier. Ja, was willst du machen? Die Lichter, die ich hier habe, krieg mal, nee. Ist zu duster. Ich brauche für euch Licht. Ihr seht's, so einfach ist das. So, dann geht das weiter. Und zwar Frankfurter Flughafen. Gestern war dort Drama und Land unter. Die Kombination von der Air Defender 23 und dem Gewitter tat denen nicht gut. Heißt also, dass man gestern 57 Ausnahmen für Verspätungsstarts bis Mitternacht hatte. So hat es das Wirtschaftsministerium in Hessen uns mitgeteilt. Und die Verspätungsstarts kurz nach 0 Uhr genehmigt. Ferner gibt es dennoch 3 Verspätungslandungen. Die letzte war um 23:39 Uhr. Grund war natürlich die Air Defender und dann ein Gewitter, was da kam. Und da wurde auch zeitweise die Bodenabfertigung gestoppt. Und ja, also im Gegensatz zu den anderen Tagen war es halt so, dass das Wetter und Störungen bei der Flugsicherung nicht nötig war, um das Ganze zu machen. Geplante Flüge konnten nicht mehr die Zeiten aufholen und damit war es dann nötig, dass man da verspätet losflog. Gott sei Dank ist das gemacht worden, man war da flexibel, kann die Fluggesellschaft ja nichts für. Also wir übrigens auch nicht. Aber nur als Hinweis. Und dann wird man nicht müde zu betonen, dass die Sommerferien für uns nicht mit so langen Schlangen ablaufen, wie es letztes Jahr war. Deshalb haben die Airports nochmal ein Versprechen abgegeben, dass kurz vor Beginn der Sommerreisewelle dort nach den Angaben der ADV, das sind die der Flughafen irgendwas, Verband, Airport, keine Ahnung, wofür das steht, ADV. Ihr könnt ja mal unten was kommentieren. Das ist natürlich mein Trick, um eure Kommentare euch rauszulocken. Auf jeden Fall möchte man dort weiter problemlos das Ganze machen. Und Osterferien waren eine erste Bewährungsprobe. Die volle Leistungsfähigkeit wird sich natürlich jetzt erst im Sommer zeigen. Ich bin gespannt, wenn Terminals, Vorfelder, aber auch die Flugsicherung dauerhaft der Höchstbelastung ausgesetzt sind. Das Lufthansa-Drehkreuz hat natürlich die Starts und Landungen, Frankfurt ist damit gemeint, gedeckelt. Auch ist es so, die Versorgung der Flugzeuge mit Treibstoff und Catering ist auch etwas, was richtig ein Bottleneck sein kann. 2500 neue Mitarbeiter sind eingestellt worden und in der ersten Jahreshälfte folgen nochmal 850, wobei die Jahreshälfte ist doch quasi jetzt fast vorbei, ne? Am 30. in 9 Tagen, wir haben ja den 21. In München ist es so, dass man dort ein Springer-Team hat aus Boardingpersonal, Ramp-Agents und Brückenfahrern, die bei kritischen Flügen schnell eingreifen. Das finde ich cool, heißt also, man hat dort ein Emergency-Team. Bleiben wir gespannt, was dort passiert. Ich bin gespannt, was ihr berichtet und was ihr dazu
sagen könnt. Bin ich auf euch angewiesen. Ja, dann geht es weiter mit Lufthansa Air Plus. Lufthansa Air Plus sind die mir die erste Lufthansa gebrandete Kreditkarte rausgegeben haben, damals von der Dresdner Bank und der Deutschen Bank, eine Mastercard und eine Visa-Karte im Kartendoppel in Grau mit Lufthansa draufstehen. Fand ich relativ cool. Das ist jetzt der Moment, wo Mario sagen würde, hast du mal ein Bild? Ja, habe ich nicht gesucht, aber kann ich mal gucken. Lufthansa Air Plus Visa Mastercard. Gucken mal, ob das kommt. Dann kann ich euch das Image davon zeigen. Auf jeden Fall sind die verkauft worden. Die sind verkauft worden nach Schweden an die SEB. Nee, gibt leider kein Bild von dem alten Air Plus Doppel. Es gibt jetzt eine Corporate-Karte, die sieht so aus. Da können wir es reinhängen. Hat aber nichts mit meiner alten Karte zu tun. Und wie viele natürlich wissen, meine Eltern hatten Schuhgeschäfte und in den Schuhgeschäften haben wir auch Kreditkarten akzeptiert. Natürlich mit Lufthansa Air Plus Geräten. Meine Hoffnung war ja immer irgendwann, dass wir für die Umsätze, so wie in den USA, Meilenpunkte kriegen oder sogar Status. Aber leider war das nie der Fall. Preislich waren sie okay, der Service hat funktioniert. Damit war alles für uns tipptopp und in Ordnung mit denen. Ja, ich muss mal gucken, ob ich die Karten irgendwo noch habe, bestimmt in irgendeinem Stapel meiner alten. Aber das war meine Air Plus Geschichte. Ich bin mal gespannt, was mit Air Plus weiter passiert, weil Air Plus ja für 450 Millionen abgestoßen wurde und im ersten Halbjahr 2024 soll das alles dann in trockenen Tüchern sein. Die Lufthansa-Aktie legte im Nachmittagshandel um zuletzt 1,5% auf 9,405 Euro zu. Und damit ist das dann quasi genehmigt worden. Ich bin mal gespannt, ob das so Sinn macht, dass man sich wieder auf alles selber besinnt, was man kann, nämlich auf Fliegen. Nur Lufthansa selber macht ja leider keinen Gewinn. Und wenn man alles verkauft, was irgendwo ein bisschen Geld bringt, ist das natürlich auch schwierig, wenn man mit der Lufthansa dann sich das anguckt, was mit der Technik dann passiert. Denn mit dem Erlös will man jetzt ja auch die Rückzahlung der milliardenschweren Staatshilfen anstreben. Also ich bin mal gespannt, was da passiert. Weiter eure Kommentare. Da bin ich mal gespannt, was ihr weiter kommentiert. So, dann geht es weiter mit unseren Freunden aus der Sicherheitskontrolle in Baden-Württemberg. Die warten immer noch auf ihre Knete, einige. Und zwar gibt es in Baden-Württemberg 2 Flughäfen, ich weiß nicht, ob ihr von denen mal gehört habt, Karlsruhe-Baden und Friedrichshafen. Dort hat die Verdi mitgeteilt, dass 1.300 brutto für Teilzeitbeschäftigte und 3.500 Euro brutto für Beschäftigte in Vollzeit neben Zuschlägen nicht bezahlt worden sind. Die betroffene Firma hat sich auch nicht wirklich geäußert auf Anfragen. Die Frage ist, warum die nicht bezahlt worden sind. Insbesondere sind Mitarbeiter der Fluggastkontrolle auf ihren Gehältern irgendwie sitzen geblieben, die nicht bezahlt worden sind. Betroffene sind irgendwo roundabout bei 150 oder 200 Leuten. Also das kann es jetzt ehrlicherweise nicht sein, dass man da jetzt den Leuten die hart verdienten Kröten nicht bezahlt. Warum bringe ich das? Ganz einfach deshalb, falls ihr, ich weiß, Friedrichshafen hat keinen Lufthansa-Flug und Baden-Württemberg, Baden sowieso nicht, Baden, wie heißt das nochmal, Karlsruhe-Baden? Nur wenn ihr wisst, dass die Leute dann unhöflich sind, könnt ihr das auch verstehen, weil sie halt keine Knete gekriegt haben. Ich hoffe, dass das relativ schnell gelöst wird, weil wir bezahlen das ja eigentlich, oder? Was man schnell gelöst hat, war das Thema bei der Condor. Bei der Condor gab es ja eine Schlägerei oder Prügelei, je nachdem, wie man das ausdrücken möchte. Und zwar ist das dort mit dem Condor-Flug gewesen, der nach Punta Cana gegangen ist. Und auf dem Flug ist halt mit der 767 dann am Sonntagnachmittag, der Flug war DE2208, am 18. Juni, also nicht ganz so lange her, ist man dann auf den Azoren gelandet. Und auf den Azoren gibt es halt das Problem, dass es dort nicht genug Hotelzimmer gibt. Heißt also, da gibt es dann auch nochmal Malesche. Und es ist an Bord halt eine Prügelei zustande gekommen.
Und die Aussage ist von Condor so getätigt worden: Während des Fluges ist es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Gästen gekommen. Ja, der Grund oder was da passiert ist, ist nicht wirklich bekannt. Ich bin mal gespannt, was ihr berichten könnt, ob ihr jemanden kennt, der vielleicht mitgeflogen ist, der weiß, worum es ging, oder was da passiert ist. Da können wir mal gucken. Man ist dann weiter nach Teneriffa übrigens geflogen, und dann am nächsten Tag ist man dann weiter geflogen nach de Punta Cana. Ja, und wichtig ist natürlich zu betonen, dass an dieser Stelle die Sicherheit nie in irgendeiner Art und Weise gefährdet war. Ich weiß gar nicht, wie man auf eine Prügelei kommt und vor allem nicht im Flugzeug, aber Gründe können ja genug da sein, Rückenlehne zu hinten, man weiß es nicht. Wir wollen nicht drauf eingehen. Ich bin mal gespannt, ob jemand von euch da irgendwelche Ergebnisse hat. So, jetzt haben wir noch das Thema Qatar Airways. Und da gibt es bei Qatar Airways noch etwas Lustiges. Die haben nämlich wieder Bonus-Avios eingeführt. Ich hatte ja gestern quasi auch so eine Qatar-Orgie gemacht. Und bei der Qatar-Orgie ist es so, dass die bei Qatar Airways jetzt allen 50 bis 100% mehr Meilen geben, die zum Beispiel in Thailand gemeldet sind. Das heißt also, wer auf den Philippinen, Indonesien, Singapur, aber auch Malaysia und Vietnam gemeldet ist, und das kann ja durchaus vorkommen, weil wir ja auch dort Zuschauer haben, die dort dauerhaft und sesshaft sind, dass dort das eventuell für euch interessant ist. Wichtig ist, dass es nur für die Business und für die First Class gilt, und die Reisen müssen bis zum 31. Dezember erfolgen und die Buchung muss bis zum 28. Juni erfolgen. Wichtig ist, dass die Adresse wirklich in einem der Länder ist. Nicht, dass ihr da denkt, ihr könntet da jetzt irgendwie abhauen. Dann haben wir nochmal einen schnellen Deal, so einen Deal eingebaut, und zwar bei SAS-Einlösung nach Nordeuropa. Das wollte ich euch auch jetzt nicht verwehren. Ich muss das kurz nochmal neu tickern, was da passiert ist, damit die Überschriften auch stimmen. Heißt also, wie nennen wir das Ganze? SAS Eurobonus 30%, bis zu 30%, ja, bis zu 30% Rabatt auf Flüge. Nein, auf Meilenflüge, damit ihr nicht verwirrt seid. So, jetzt haben wir das alles ordentlich eingetickert. Dann könnt ihr das auch sehen. Wenn ihr die Sendung nachgesehen habt, wisst ihr warum. Auf jeden Fall ist es so, dass man jetzt für Reisen vom 1. September bis zum 30. November und bis zum 26. Juni gebucht hat, kriegt man dort 30% Rabatt auf Meileneinlösung, wenn man nach Dänemark, Schweden oder Norwegen fliegt, und ist wirklich leider nur auf Business Class, aber auch die Business Class leider, deshalb ist es ein Premium, oder sagen wir Premium Economy? Nee, ist eigentlich ein Economy Class Feeling, weil die leider keinen Mittelplatz freilassen bei der SAS. Deshalb ist das in meinen Augen immer ein Problem. Wichtig ist für Return-Trips in SAS Go Plus und Business für alle Destinationen außerhalb Skandinaviens. So, wenn man jetzt natürlich da so ein bisschen guckt, hoffe ich ja, dass das auch gilt. Ich gucke mal mit einem Auge noch mal schnell auf die Bedingungen, ob ich das sehe. Da steht nicht drauf, ob das nicht auch aus anderen Ländern geht. Also das heißt, wenn ihr zum Beispiel aus den USA nach Schweden fliegen würdet, ob das nicht auch dann gelten würde. Also das nur als Hinweis, müsst ihr kontrollieren. Ich wollte euch das als Dienstleistung am Volk bringen. Und dann gehen wir natürlich auf den Deal ein mit der One World. Da habe ich euch den Deal ja auch mitgebracht. Was haben wir denn? 25, 28, so die Zeiten eingetragen. Heißt, wenn ihr, ich kann euch das nicht zeigen, weil ich weiß gar nicht, warum ich das nicht gemacht habe. Ich habe noch von gestern das eingetragen. Ich zeige es hier zum Beweis, damit man nicht sagt, ich hätte euch was vorenthalten. Ihr seht, es ist von gestern noch drin. Aber der Deal, den wir haben, da ist es jetzt, genau, ist der Deal von Deutschland nach USA ab 2050 oder 49 Euro.
Wichtig ist, dass die Flüge gebucht werden müssen jetzt innerhalb von den nächsten, was war es nochmal, wo ist es? 15. August, und dann könnt ihr natürlich die Flüge buchen, gilt auch bis ins nächste Jahr rein. Ich denke mal, mit solchen Zielen wie Hamburg nach New York 1249 oder Chicago für 1289, Boston 1349, Washington auch von Frankfurt aus 1429, 1699, San Francisco oder San Jose. Alles mit Business Class. Natürlich, man kann jetzt nicht sagen, British Airways hat keine Business Class, und haben wir sie bei Skytrax gesehen? Ich erinnere mich nicht wirklich. Ist natürlich ein Problem, aber es ist halt immer wieder eine schöne Möglichkeit, um dort Meilenpunkte und Avios zu sammeln. Und ich finde jetzt, wenn man die Tausender hat, die 350er mit den Business Classes, dann ist das gar nicht so ein schlechtes Erlebnis. Schaut es euch an. Ich werde mich für morgen verbessern und werde euch morgen die Bilder geben für den nächsten Deal. Ja, dann können wir jetzt weitermachen. Wir haben 27 Minuten, das ist der Hitze geschuldet. Ich sage das jetzt einfach mal so. Die Frage des Tages: Skytrax Gewinner 2023 stehen fest. Was haltet ihr von Skytrax? Was haltet ihr von den Gewinnern? Ist das etwas, wo ihr euch mit identifizieren könnt, oder sagt ihr, nee, da habe ich gar keinen Bock drauf, das ist alles Quatsch? Schreiben. Jetzt ist übrigens auch der Moment, wo ihr liken könnt, abonnieren, Glocke, kommentieren, T-Shirt, Kanalmitgliedschaft, Business Class empfehle ich euch ab jetzt, und Stammtisch. Alles machen. So, dann gucken wir mal, wer von euch was geschrieben hat, und dann gehen wir mal auf eure Sachen ein. Da haben wir doch als erstes den Tore. Hallöchen. Nochmal danke für die Business Class Mitgliedschaft. Sanfte Grüße aus Berlin. Ja, das ist in Ordnung. Hallo Bernhard, hallo Matthias, hallo Frank. Dann Tore. Im Banner fehlt noch Frankfurt Stammtisch. Ja, da der auf Einladung ist und nur für Leute ist, die auch sich angemeldet haben, ist das quasi ein VIP-Event. Deshalb steht er nicht drin. Wenn jemand noch zum Stammtisch will, kann er auf die Warteliste kommen. Wir haben alle aus der Warteliste bis jetzt verarzten können. Das heißt also, wenn jemand kommen will, kann er noch mir Bescheid sagen. WhatsApp auf dieser Nummer. So, Frank, das war eine Frage. Hier ist das. Das war nur eine Frage der Zeit, dass Singapore Airlines den ersten Platz bekommt. Changi ist sowieso schon der beste Airport. Lufthansa ist schlechter als Delta. Ja, das ist leider so. Hallo Stadtbär. Guido, meiner Meinung nach nachvollziehbar, überrascht bin ich über Air France. LH21, auch absolut verständlich, spiegelt irgendwo momentan die gesamte Situation Deutschland wider. So wird das, nein, 5 Sterne will man ja auch nicht haben, man will nur Premium, aber nicht Luxus sein. Hallo Ronny. Stadtbär, der Indikator Skytrax ist wertfrei. Wer viel zahlt, erhält ein gutes Ranking. Ja, das ist so richtig. Deshalb. Hallo Thorsten. So, Thorsten bucht auch nicht nach Skytrax, sondern nach Ruf der Airliner, also eher Online-Bewertung. Ja, aber Skytrax hat ja auch irgendwelche Online-Bewertungen, deshalb weiß ich jetzt nicht. Hallo Wings and Rails, Grüße in die Niederlande. Es geht doch gar nicht um Terrorabwehr, es geht um Überwachung. Wie sagt ein Bundespräsident, an der Grenze in Europa muss keiner den Reisepass zücken. Das wurde auch der Bevölkerung versprochen. Dann, hallo, naja, teils ist Teiltext diesmal okay, so 80% TXLA, um einen weit hinten verstehe ich nicht. Die SQ ist schon toll, besonders das Bestellen des Essens mit viel Auswahl in der Business Class. Ja, schön, dass ihr es selber lesen könnt, dann kann ich beim Lesen nämlich immer schön nuscheln. Was ist die beste Airline, was ist die beste Bier oder Wein? Ist alles persönlich eine Liste gibt mir in der Kurzarbeit nicht absolut die Wahrheit. Das ist wohl richtig. Das ist wie das, ne, wie heißt das? Der Gerät, ne? Das ist wie der Gerät. Ist für die eine Dönerbude wichtig, für die andere nicht. Jal hat die beste, allerdings auch stolzen Preisen. Naja, nun gut, wer gut ist, kann das natürlich auch machen.
So. Hier, warte. Fliegen. Gestern ist ein Flieger, wo haben wir es hier? Flieger von Katar nach Doha gestartet und das Fahrwerk konnte erst nach 10 Minuten eingefahren werden. Weißt du, nein, weiß ich nicht. Ich weiß auch heute zum Beispiel, dass in Vilnius auf dem Flughafen ein bisschen Verspätungen waren, weil ein A320 auch wieder ein Rad verloren hat, quasi ein Rad ab. Wir hatten das ja auch mit der Scoot auf der 787, mit dem Unterschied, dass man das Rad von der 320er, das hat man gesehen, das ist nicht weggekommen. Ja, nur ob der Hon ein Erlebnis hatte in der LH First nach Tokio, interessiert doch kein Schwein. Schreibt doch mal in die Kommentare rein, wen der Hon interessiert, weil ich muss ja euch ganz ehrlich sagen, ich finde es teilweise sehr befremdlich, was der Kollege macht. Wenn ich Dinge sehe, ist das eher so, ja, semi oder so, weil was mir in Erinnerung geblieben ist einmal diese Sprache, die er macht, das heißt also, wie er von den Damen und Herren im Flugzeug redet, den Flugbegleiterinnen und Flugbegleitern, und wie er dann in der neuen Europakabine, also in der NEC drin sitzt bei Lufthansa und den Call-Button drückt mit den Worten, mal gucken, wie lange die brauchen. Schwierig, also ich kann sowas nicht unterstützen, aber wenn Simon das mag, dann bitte gerne. Ihr könnt halt die Kommentare noch reinschreiben, da bin ich mal gespannt. Und ein generelles Lufthansa-Bashing, ja, Lufthansa ist halt nicht prickelig, muss man der Ehrlichkeit halber sagen in gewissen Momenten. Aber wo Lufthansa wirklich gut ist, ist es, und das hatten wir heute auch wieder bei einem Kunden, bei einem Irrops, da haben sie halt relativ schnell reagiert und geholfen. Und das ist bei anderen Fluggesellschaften dann doch deutlich schlimmer und schwieriger. Da muss man dann ehrlicherweise sagen, nein, danke. Thorsten hat den Hon abgewählt. Ich habe ihn bei Skytrax auch nicht gesehen. Ich mich übrigens auch nicht. Nun gut, dann sind wir schon wieder über 30 Minuten. Es ist hier lecker warm. Ich muss ja die Tür öffnen, Leute. Freunde der gepflegten Gastlichkeit. Ach, es ist also unglaublich. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart. Morgen werde ich euch überraschen. Da werde ich von einer Insel aus zu euch kommen. Ich hoffe, dass das 5G-Netz stabil ist. Und lasst uns mal gucken. Vielleicht gibt es auch Bilder vom Grill. Ich weiß es nicht, ob ich da Marios Geschichten toppen kann. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch zu kommentieren und so weiter. Weil, falls ihr es nicht wisst, es ist ja irgendwie Johannus, also der längste Tag. Ja, das ist so. Das feiert man im Norden so. Also, bis morgen in alterne Frische und bei Fragen hier. Und wenn ihr Sorgen, Ängste oder Nöte habt, dann meldet euch natürlich auch auf jeden Fall, weil er Musik annehme. Und wenn ihr Fragen habt zur Business Class, gerne, und Stadtbär, ich helfe dir natürlich auch gerne. Einen Kommentar möchte ich euch noch einblenden, nicht sondern weil der gerade gekommen ist. Dekadenter Selbstdarsteller. Naja, nun gut, das kann man von vielen behaupten. Aber ich freue mich, wenn wir uns auch mal persönlich kennenlernen, der Herr AA für Auswärtiges Amt. Schreibt mir doch einfach eine WhatsApp. Also, bis dann, und ich bin jetzt hier raus und tschüss mit Ö. Ist er?